Ja, Gott zum Gruße, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulde Offenbauer. Ja, wir schließen heute an mit dem nächsten Teil, nämlich an den Steuermann, der unsere Welt lenkt. Und ich stelle gleich die Verbindung wieder her mit den Pärchen, was wir beleuchtet haben, wo immer wieder diese zwei Begriffe vorkommen. Dieses Pärchen eben Staat und Kirche. Ja? Wir haben eben gesagt, dieses Wort Diakonos, der Diener, haben wir sowohl in Staat als auch in Kirche, dann der Liturgos, der Beamte haben wir auch in Staat und Kirche. Wir haben auch schon gesagt, dass wir in der Bibel dieses griechische Wort Mysterium, das sind die Mysterien, das sind Geheimnisse, die sind religiös-politisch. Und genau da setzen wir ihm jetzt ein, um diese Geheimnisse, die in der Bibel drinnen sind, die sich vor allem auf das Religiöse und Politische beziehen, um das aufzudecken. Ja, darum ist dieses Buch hier das größte Aufdeckungs- und Aufklärungsbuch überhaupt. Und dieses Buch hilft uns auch, dass wir die Situation, in der wir jetzt sind, wir können das auflösen, wir können das stoppen. Es steht genau da drinnen, wie das funktioniert. Und ich habe euch versprochen, ich werde euch diese Verse zeigen, wie das funktioniert. Ich wollte schon damals, wir kommen auch heute noch nicht dazu, weil ich möchte vorher noch dieses Basiswissen, dieses Grundwissen in euch hineingeben, damit ihr seht, das steht wirklich in der Bibel so drinnen und das ist alles so prophezeit und das läuft jetzt genau Plan nach Plan ab vor unseren Augen. Alles, was jetzt geschieht, diese ganzen Dinge, wo einiges aufgedeckt wird, wo man vieles erkennt, wo man immer mehr diese Gewaltherrschaft sieht, das steht alles da drinnen. Das ist prophezeit in der Offenbarung, das ist Endzeit, das ist das Ende der Zeit, das Ende dieser Welt und in der Zeit leben wir jetzt. Ja? Und sowas steht, das steht eben in der Bibel, sowas war noch nie da und wird auch nie wieder kommen. Und das ist eine ganz einmalige Zeit, in der wir stehen und ein ganzes Buch ist dafür geschrieben worden, damit wir das verstehen und damit wir diese Dinge nicht auflösen, sondern komplett so drehen, dass es zum Wohle der Menschen ist und dass das Böse eben komplett ausgelöscht wird. Und wir werden heute eben schauen, wer dieser Steuermann noch ist. Das ist ein Seemann, ja, nicht ein Seemann mit 2 E, sondern ein Sämann, der Samen sät eigentlich. Dann werden wir schauen, der Wohltäter oder die Wohltäter der Menschen. Dann schauen wir uns ein bisschen die Steuern an, das Steuersystem, das österreichische. Und wenn es sich ausgeht, dann gehen wir noch ein bisschen in die Phallokratie hinein. Gut, dann starten wir jetzt einmal gleich durch, muss man schauen, ja. So, genau, wir haben diesen 2. Korinther angeschaut, wo es darum geht, die Besorgung des Dienstes, dass eben das der Staat ist, dass dieser Dienst reich macht, haben wir gesagt. Wir haben da festgestellt, der Reiche wird immer reicher, der Arme wird immer ärmer, wird abgezockt. Dann war es dass dieses falsche Evangelium hier eine wichtige Rolle spielt. Genau, und Staat und Steuerzahler haben wir aufgezeigt und von wem das ausgeht. Und jetzt schalten wir uns ein, wer das ist, dieser Steuermann oder dieser Big Boss von dem ganzen System. Es ist der Sämann, ja, mit Umlaut A, der Sämann, der den Samen gibt. Und im Grundtext steht hier das Wort Sperma. Also das ist der Sämann, der den Sperma gibt. Und wir wissen ja, wir haben das schon einmal beleuchtet, dass Jahwe der Gott allen Fleisches ist. Und Fleisch wird hier übersetzt mit Penis. Ja? Also jetzt wissen wir mal, wer dieser Sämann ist. Ja? Und er gibt ihm den Samen, den Sperma. Und dann steht hier weiter, er lässt die Früchte der Gerechtigkeit wachsen. Ja? Und wenn ihr euch erinnert, beim letzten Mal haben wir das beleuchtet, immer dieses Pärchen mit Gerechtigkeit und Heil. Immer Gericht und Heil, Gericht und Heil. Und das haben wir hier auch wieder. Hier haben wir die Gerechtigkeit. Und das heißt nämlich, die Früchte der Gerechtigkeit wachsen lassen, heißt, er gibt Erfolg der Wohltätigkeit. Ja? Da haben wir dann das Heil. Gerechtigkeit, also Gericht und das Heil. Und wenn ihr euch erinnert, haben wir auch gesagt, dass der Jahwe
in Jesaja gesagt hat, er will die Richter und die Ratgeber wiederherstellen. Ja, die Ratgeber haben wir gesagt, das sind die Ärzte mit dem falschen Heil und die Richter, ja, die will er wiederherstellen. Und da ist immer dieses Pärchen auch, die Richter und die Ratgeber, das Gericht und das Heil. Und das haben wir hier auch, ja, da haben wir hier die Früchte der Gerechtigkeit, der Erfolg der Wohltätigkeit. Und es gibt nur, wenn Jahwe sagt, er will die Richter und die Ratgeber wiederherstellen, wie am Anfang, also wie früher, dann gibt es dieses Wort Wiederherstellung nur ein einziges Mal in der Bibel. In der Apostelgeschichte kommt das vor. Und da wird gesprochen von der Wiederherstellung der Dinge, von denen Gott, der Jahwe Gott, durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Und von jeher, da finden wir dieses Wort Äon wieder. Ja, dieses Wort, was auch einen Zeitabschnitt bedeutet, was so ein bisschen einen negativen Touch hat, haben wir festgestellt, was aber auch heißt ewig, verborgen und geheim. Ja, was er durch seine heiligen Propheten von früher, also können wir jetzt einsetzen, geheim und verborgen, was er denen eben offenbart hat. Und die heiligen Propheten, wie gesagt, heilig haben wir auch schon gesagt, wenn wir in der Bibel von heilig lesen, dann muss das nicht immer heilig sein, mit einem Heiligenschein, also gut, sondern das kann auch bedeuten, für eine bestimmte Sache ausgesondert, für eine bestimmte Sache geweiht. Das bedeutet heilig auch. Und die Sache kann auch böse sein, ja. Also noch einmal, die Wiederherstellung der Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher, verborgen geheim, geredet hat. Und diese Wiederherstellung ist im Zusammenhang mit dem Gericht. Da haben wir wieder die Richter, das Ende der Welt. Und das ist, wenn der falsche Jesus auftaucht. Das heißt, der Antichrist kommt als der Heiler. Ja, der falsche Christus, es ist der Messias der Juden, der kommen soll. Und er will eben hier diese neue Erde, neue Himmel aufrichten, diese neue Weltordnung, das haben wir alles schon besprochen. Ja. Und da haben wir wieder diese beiden Sachen, Gericht und Heil. Ja. Das haben wir eben auch in der Offenbarung 19 schon beschrieben gehabt. Ich wiederhole es jetzt nur kurz, damit die vorigen Videos nicht gesehen haben, ein bisschen einen Faden dazu finden. Offenbarung 19 haben wir gesagt, dass der Jahwe, alias Satan, eben wiederkommen will, zum Gericht und Heil. Immer Gericht, Heil, ja. Ja, und dieser Jahwe, das ist eben der eine Gesetzgeber, der eine Richter, der zu verderben und zu erretten vermag. Da haben wir wieder das Heilen und das Gericht. Genau, und jetzt schauen wir uns noch einmal an. Wir haben gesagt, der Sämann, der den Erfolg der Wohltätigkeit gibt, ja. Und Jesus hat uns schon vor über 2000 Jahren vorhergesagt, im Lukas, dass die Könige der Nationen, damit sind die Systeme unserer Welt gemeint, die Könige der Nationen, die herrschen und die Gewalt üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ja? Früher haben das die Menschen vielleicht nicht so verstanden, aber wir in unserer heutigen Zeit werden das sehr wohl verstehen, weil wenn wir zum Beispiel schauen, also Satan hat immer dasselbe Prinzip, ja? Er zerstört und dann macht er wieder alles gut. Das ist auch das, was wir in der Bibel beleuchtet haben, wo steht, im 5. Mose haben wir das gesagt, wo Jahwe sagt, ich der Herr bin der alleinige Gott, ich töte und ich mache lebendig, ich zerschlage und ich heile wieder. Ja, immer diese beiden Komponenten, das macht er immer. Er kommt mit dem Schlechten und dann macht er damit alles gut, dann ist er der gute Wohltäter. Ja? Und wenn wir schauen, das ist dieses ganze System der Impfung ist auf demselben satanischen Prinzip aufgebaut. Ja? Die Babys werden geimpft, das heißt, da werden Krankheiten hineingeimpft, das durchbricht die Blut-Hirn-Schranke, somit werden gewisse wichtige Abläufe verändert und Krankheiten in den kleinen Babykörper hineingesät, was oft viel, viel später dann erst rauskommt, wo dann natürlich keiner mehr an die Impfung zurückdenkt, ja, wo dann gewisse Krankheiten sind, die aufgrund der Impfung damals entstanden sind. Und dann, dann ist der Mensch schon groß oder jugendlich oder erwachsen, wie auch immer, und dann ist er krank, dann geht er zur Pharmazie. Da ist ja die Pharmazie der Wohltäter, oh ja, komm, ich heile dich doch, da hast du deine Medikamente. Ja, also dann ist er wieder der Wohltäter, ja. Und dasselbe Spiel haben wir im Endeffekt heute auch in unserer Situation mit dem Covid-19. Ja?
zuerst kommt der Virus, der was ja auch wieder von ihm ist, genauso wie die Impfungen von ihm sind, kommt der Virus und dann sind jetzt die vielen Toten und alle warten schon, ja, jetzt kommt der große Impfstoff, der Wohltäter, oh, die Pharmafirmen, danke für die Impfung, wo der Chip dann drinnen ist, damit du uns gut steuern kannst. Ja, also es ist immer, dann ist er der Wohltäter, ja, aber es ist immer dieses eine satanische Wesen, was man überall beobachten kann. Und er hat sich nicht geändert, sein Wesen bleibt gleich. Genau, und über diese Wohltaten gibt es auch einen Vers in Jesus Sirach, da steht, wer Wohltaten erweist, dem wird es Gott vergelten, der alles lenkt. Und da haben wir wieder dieses Lenken und Steuern, die Kybernetik, der Steuermann. Ja? Also das ist dieser Jahwe-Gott sagt, der die Wohltaten erweist, dem wird es der Jahwe vergelten. Ja, also der mit Impfungen kommt und mit der Pharmazie, mit diesen ganzen, der gut gemacht. Aber wir wissen, es gibt in der Bibel, im Neuen Testament, nur einen einzigen Wohltäter und das ist Jesus Christus. Und das finden wir in der Apostelgeschichte 10,38, da steht, Jesus Christus ging umher und tat wohl, ja, das ist dieser Wohltäter, er tat wohl und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Ja, und das ist genau das, manche sie, manche du. Der Affe sieht, der Affe tut. Ja, und das ist der Wohltäter, der Antichrist, wo er auftritt, auch als der Gute, als der Heiler und allen wohltut. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Jetzt müssen wir gedanklich ein bisschen umschwenken. Und zwar möchte ich das österreichische Steuersystem ein bisschen beleuchten. Wir haben ja Staat beschrieben mit den Beamten, mit dem Pragma, mit diesem Wort Pragma, was auch in der Bibel vorkommt, was mit Handel zusammenhängt und Geld, das haben wir schon alles in die vorigen Videos, könnt ihr das gerne anschauen. Genau, ich habe das gegoogelt, ja, das ist jetzt nicht biblisch, sondern ich habe gegoogelt, wie das österreichische Steuersystem aussieht. Und da sind verschiedene Punkte angeführt. Unter österreichischen Steuersystem steht Geldleistungen, ja, also das Geld, das bringen wir, Geldleistungen, Einnahmen des Staates zur Finanzierung der Staatsausgaben. Nächster Punkt, keine Verpflichtung zur individuellen Gegenleistung an den Steuerzahler. Erhebung durch Bund, Land, Gemeinde. Und es ist ein Instrument der Umverteilung. Und das ist interessant. Ich bin nicht aus dem juristischen Bereich und darum habe ich gegoogelt und habe mich schlau gemacht, was eine Umverteilung, was da damit gemeint ist, weil ich nehme nicht Wörter, die ich verwende, ohne dass ich selbst weiß, was es ist. Ja? Und ich lerne auch gern dazu, also ich weiter gern mein Wissen. Und der Begriff Umverteilung bezeichnet den Prozess oder das Ergebnis finanz- oder sozialpolitischer Maßnahmen und Entwicklungen, die sich auf die Verfügbarkeit von Einkommen, Kapital, Vermögen für verschiedene Bevölkerungsgruppen auswirken. Ja? Also diese Umverteilung ist, wo das Geld von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, also von uns, wo unser Geld, unser Einkommen, Kapital und Vermögen, wo das verteilt wird. Nach dem Motto, also für mich bedeutet das so viel, was du einnimmst und hart erarbeitest oder was du hast, wird von einem Fremden ver- und besteuert. So habe ich das für mich eingedeutscht. Ja? Also was wir einnehmen, was wir uns hart erarbeiten, was wir haben, wird von jemand Fremden, ja, ich bin mit dem Staat nicht verwandt, das ist gut so. Ich habe zwar die österreichische Staatsbürgerschaft, weil ich da geboren bin, aber das ist halt so. Aber es wird von dem besteuert. Ob ich das will oder nicht, das ist wurscht. Genau, und die steuerlichen Methoden der Umverteilung sind die Besteuerung vom Besitz, da gibt es die Vermögenssteuer, die Erbschaftssteuer, die Grundsteuer, die Mehrwertsteuersätze, da gibt es noch die Besteuerung bei den Sozialleistungen, ja, dann haben wir Lohn, Gehalt, Zinsen, Miet, Pachteinnahmen, Gewinn, das wird alles versteuert. Überall hast du die Steuer drauf.
Und dann ist extra noch die Sozialversicherung. Das sind eben die gesetzlichen Rentenversicherungen, die gesetzlichen Krankenversicherungen, Arbeitslosenversicherungen, Pflegeversicherungen. Ja. Und da wird überall abgezockt. Und es steht aber dann als Wohltäter da, du kriegst ja eh deine Pension und was weiß ich. Ich weiß nicht, wie das in ein paar Jahren noch ausschauen wird, aber lassen wir uns einmal überraschen. Ja, es geht dabei um unser Geld, um unsere Finanzen, die jemand anderer steuert, lenkt. Ja, das ist wieder der Steuermann. Und ich möchte jetzt noch einmal auf das zurückkommen, bei den Institutionen im Finanzbereich. Da gibt es einen ganz wichtigen Begriff, das haben wir uns eh schon einmal angeschaut, diese BIZ, die Bank des internationalen Zahlungsverkehrs. Die ist in Basel, also die ist in der Schweiz. Und das ist eine ganz wichtige Funktion der Kooperation der Banken miteinander und allen anderen Finanzorganisationen. Ja, also die steht da ganz oben und steuert und lenkt da die Kleinen. Dann haben wir wieder den Steuermann. Und die BIZ in der Schweiz, das ist eben die Bank der Zentralbanken. Das ist interessant, wenn man da ein bisschen mal reinschaut, nämlich die da drinnen sitzen, die Leute im Verwaltungsrat, das ist unter anderem der EZB-Präsident Mario Draghi und der deutsche Bundeskanzlerpräsident Jens Weidmann. Die sitzen da im Verwaltungsrat. Die Namen, glaube ich, sind uns gut bekannt. Ja. Also man sieht immer, wo Leute weggehen, wo die dann immer hinkommen, in welche große Bereiche. Es ist interessant, wenn man das beobachtet. Und wir haben schon gesagt, ich möchte das nochmal wiederholen, weil das ganz wichtig ist, diese BIZ, diese Bank für internationalen Zahlungsausgleich in der Schweiz, da besteht die gewisse Verbindung zu Rom. Ja, weil wir haben gesagt, warum steht die Schweizer Garde vom Vatikan in Rom? Ja, und beide sind Enklaven. Beide sind, eine Enklave ist ein Staat im Staat und der unterliegt nicht den Gesetzen des Staates. Ja, er ist gesetzlos, es ist der Gesetzlose, es ist im Endeffekt der Antichrist. Und überall dort, wo diese Enklaven sind, kann man schauen, eben nehmen wir jetzt die BIZ und der Vatikan, da stehen diese Obelisken. Obelisk, haben wir auch schon gesagt, das ist das Zeichen, dieses aufragende Zeichen des Phallus. Ja? Und wir werden uns jetzt einmal anschauen, das ist sehr interessant, also ich finde das halt sehr interessant, wie diese Regierung, nennen wir sie Phallokratie, ja, weil Phallokratie und Patriarchat, das ist die Herrschaft oder Regierung durch Väter oder durch Männer, ja, und dadurch auch der Phallus und Kratie ist Herrschen. Herrschaft durch den Mann. Das bedeutet aber noch viel mehr. Ja, und das Patriarchat und diese Phallokratie wird weltweit gewaltsam und mit rechtsstaatlichen Mitteln aufrechterhalten. Ja, das ist mit Gewalt. Und das hat Jesus schon gesagt, die Regenten der Nationen beherrschen und die Großen üben Gewalt. Das sind unsere Regierungen. Und es ist dieser Bereich, wovon Jesus die Menschheit damals nicht erlöst hat. Ja? Das war diese römische Herrschaft, diese politische, unterdrückende Herrschaft. Und er hat zwar das ganze Leid der Menschen zu seiner Zeit aufgehoben, hat geheilt, getröstet, Tote auferweckt, Dämonen ausgetrieben und alles, aber diesen Bereich, den hat er nicht angerührt. Und er sagt in der Bibel drinnen, ihr werdet die Werke tun, die ich tue und noch größere. Und das sind die größeren, dass wir von diesen Mächten, von diesen Regenten, von diesen, wir haben sie beleuchtet, wie sie auch heißen, es fehlt auch der Begriff Archont wieder, dass wir die Erde von diesen Mächten und Wesenheiten befreien. Ja. Hinter denen stecken ja Weseneinheiten, hinter diesen ganzen Regierungsbeamten, das haben wir auch schon alles gesagt. Okay, jetzt schauen wir uns einmal, wo in der Bibel kommt zum ersten Mal dieser Begriff Steuern, Zinsen, dieses ganze System, wo kommt das her? Wir finden das zum ersten Mal im Alten Testament und zwar beim Hiob. Bei den letzten Kapitel, Hiob 40,
Da wird gesprochen von einem Tier, die schauen, wie wir in der Zeit sind, okay? Da wird gesprochen von einem großen, gewaltigen Tier, ja, und immer wenn Gewalt dieses Wort vorkommt, dann dürfen wir schon wissen, wo Gewalt ist, herrscht jemand und wird jemand anderer unterdrückt. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Da gibt es dieses gewaltige Tier, das nennt sich Behemoth. Ja, man weiß nicht genau, wie das ausgesehen hat. Es wird zwar beschrieben, man weiß, es ist ein gewaltiges Tier und laut Beschreibung von der Bibel dürfte es einem Dinosaurier ähneln, also einem Drachen. Und der wird hier beschrieben. Ja? Ich möchte jetzt das mit dem Phallus ein bisschen beleuchten, mit diesem Obelisk. Hier steht, die Kraft ist in seinen Lenden. Also dieser Teil hier unten. Er hält seinen Schwanz steif gleich wie einer Zeder. Ja, ihr wisst, was ich damit meine. Und da wird er weiter beschrieben, er ist der Anfang, das heißt der Erste der Wege Gottes. Also da beginnt das. Und der ihn gemacht hat, zu dem kommen wir gleich, der ihn gemacht hat ihm sein Schwert verschafft. Er hat ihn gemacht zum Gewalthaber seiner Gefährten. Ja, also da haben wir jetzt den Ursprung. Wir wissen, wer ihn gemacht hat, den schauen wir uns dann gleich an. Und er ist der Oberste, der Gewalthaber. Und man bringt ihm Tribut und Steuern. Ja, Tribut das ist halt ein Wort von früher noch, aber das ist ein Steuersystem gemeint. Und genau dasselbe haben wir eigentlich dann wieder in Römer 13, wo der Staat beschrieben wird. Da ist auch dieser Gewalthaber, der Staat mit dieser Macht, die staatliche Macht, die das Schwert hat. Und dann steht, zahlt Steuern, Tribut und Zoll. Das ist im Neuen Testament. Ja? Also ich will euch immer zeigen, wo steht es im Alten Testament und wo haben wir die Erfüllung dann im Neuen Testament. Und die Zahl 13 wisst ihr, also was ganz Wichtiges und Besonderes. Genau. Und der ihn gemacht hat, es sind in der Bibel oft so Begriffe, wo er sich nicht zeigen will. Ja? Der ihn gemacht hat, ist auf jeden Fall der die ganze Schöpfung unterworfen hat. Nicht freiwillig, sondern gewaltsam. Da haben wir wieder die Gewalt. Das ist derselbe. Ja? Der ist das. Das steht in Römer 8. Dass die ganze Schöpfung unterworfen wurde, der Vergänglichkeit, der Verderblichkeit, die ganze Schöpfung darauf wartet, bis wir Kinder Gottes offenbar werden. Ja? Das ist das, was ich ja gesagt habe. Ich werde euch die Verse zeigen, wie das funktioniert, wie wir da das ganze System aufhalten können, wie wir da einen Pflock in das Rad reinhauen, was sich da ständig dreht. Ja, und ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf den Behemoth, dieses gewaltige Tier, wo wir gesagt haben, die Kraft ist in seinen Lenden und er hält seinen Schwanz steif gleich einer Zeder, das ist dieser Behemoth. Und im selben Kapitel lesen wir von einem zweiten Tier, auch ein gewaltiges Ungeheuer. Ja. Das ist der Leviathan. Das wird so ein drachenähnliches Wesen beschrieben. Und genau die beiden, Behemoth und Leviathan, die finden wir dann wieder im letzten Buch der Bibel, Offenbarung, welches Kapitel? Ja, 13, Bingo, das sind die zwei Tiere. Das eine, das Tier aus der Erde, das ist der Behemoth, und der Leviathan, das ist das Tier aus dem Meer. Ja, das ist immer die Erfüllung, wird dann in der Offenbarung gezeigt. Okay, jetzt schauen wir noch einmal weiter. Wir sind noch immer beim Phallus, bei dem aufgerichteten Schwanz, der steif ist, Kraft in den Lenden. Wir haben noch in der Offenbarung geht es auch um die Schwänze. Die Heuschrecken, Offenbarung 9. Die Heuschrecken treten auf in Gestalten von Pferden. Sie haben Schwänze wie ein Skorpion, der sticht. Ihr kennt diesen Begriff, ja, Stechen, das ist eine Doppelbedeutung. Ja. Da haben wir wieder den Schwanz, das Stechen. Und dann steht extra noch, ihre Macht ist in den Schwänzen. Das ist der Aufgerichtete. Ja, und ich möchte jetzt ein bisschen noch in diese Materie reingehen. Paulus, haben wir schon gesagt, er hat im Korinther gesagt, es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Das heißt, nicht geschlechtlich mit ihr verkehren. Und dann sagt er noch, ich wünschte, alle Menschen wären wie ich. Und wenn man das jetzt weiterspinnt, ja, das ist
ich sage nicht, dass das stimmt, aber wenn man das jetzt so gedanklich weiterspinnt und manche sagen ja, er war schwul, würde vielleicht dazu passen, ja, wenn er sagt, es ist gut, keine Frau zu berühren. Und über diese Männer, die keine Frau berühren, da lesen wir auch in der Bibel, ja, Römer 1. Die Männer haben den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in ihrer Wollust, Klammer, Begehren, Lust, Begierde, Wollust, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben. Ja, und in der Offenbarung 14, Vers 4, das ist auch interessant, 14, Vers 4 haben wir die 144, das ist wieder die Zahl drinnen, die 144.000, die sich mit Weibern, mit Frauen, mit Weibern nicht befleckt haben. Ja. Und im 1. Korinther haben wir dann noch was über die Lustknaben. Das steht wortwörtlich, das sind Lustknaben, das wird übersetzt. Zu Wollust reizende Wirkung ein Wollüstiger, die Lustknaben und die Knabenschänder. Das ist jemand, der mit Männern und Knaben Unzucht treibt. Die erben nicht das Reich Gottes. Also über diese Dinge steht eigentlich sehr viel in der Bibel drinnen. Und wenn man jetzt einmal schaut, wo sehen wir das eigentlich in der Welt? Es ist traurig, ja. Man sieht diese Knabenschänder und diese ganzen Sachen wieder in den beiden Bereichen. Kirche, Regierungsbeamte. Es werden jetzt so viele Dinge offenbar, wenn man das ein bisschen schaut, was da aufgedeckt wird, was da abgeht. Ja. Nur jetzt ein Stichwort, eben Pizzagate und Adrenochrom. Das ist schrecklich, ja. Und das kommt aber jetzt auch ans Licht, ja. Und ich habe einmal eine Serie gemacht vor kurzem, wer hat der Frau die Krone gestohlen und dem Mann die Tränensäcke zugeschnürt, und da zeige ich auch auf die Frau und der Frauenhandel, was da abgeht mit diesen ganzen Sexgeschichten. Also das ist echt schlimm, ja. Und im Galater wird das auch nochmal beschrieben, das ist die Unzucht, die Porneia, das ist Hurerei, das ist außerehelicher Geschlechtsverkehr. Und das ist ganz schlimm und das wird immer mehr offenbar, was da im Hintergrund abläuft. Wer da dahinter steckt, wer da mit beteiligt ist, das sind kranke Menschen, die von einem Geist besessen sind, die zu solchen Taten die Menschen dann treibt. Ja? Und noch dazu, wenn sie das Blut dann trinken, dieses Adrenochrom, sobald du einen Schluck machst, bist du total abhängig von dem. Und da kommst du dann immer tiefer in diese grauslichen, bestialischen, abartigsten Sphären hinein. Das, ja. Okay, genau, also wir haben eben gesagt, das ist der Seemann, der den Sperma gibt. Und wir haben bei den vorigen Videos das schon einmal beleuchtet, dass eben, wenn wir im Alten Testament lesen vom Fleisch, ja, Fleisch ist das hebräische Wort Basa, das heißt im Leib Vergängliches, aber auch Penis. Ja. Und da gibt es den Text im Hesekiel, du hurtest mit den Söhnen Ägyptens mit dem großen Fleisch, gemeint ist das männliche Glied, und machtest deine Hurerei groß. Ja. Also da ist für Fleisch dieses Wort Penis. Und dann wird auch noch im Hesekiel gesagt, sie bekam Verlangen nach ihren Liebhabern aus Ägypten, deren Fleisch, wird wieder Penis, wie das Fleisch, Penis, der Esel ist und der Erguss, wie der Erguss der Pferde ist. Ja? Und das ist er, das ist derselbe, ja? Das ist dasselbe, ich bin der Gott allen Fleisches, von allem Penis, Sperma, das ist der im Neuen Testament, der Sämann, der den Sperma gibt. Ja? Verbindung Altes, Neues Testament möchte ich da ein bisschen herstellen. Und jetzt schauen wir noch kurz an, dieser Phallus, ja, der Obelisk, dieses Symbol, wo ist der? Wo sind die Obelisken aufgestellt? Und ich habe mich da schlau gemacht, die sind in der ganzen Welt. Und die meisten sind in Rom, ja, Rom heißt auch die Stadt der Obelisken. Und was mir auch noch aufgefallen ist, es sind ganz viele in Deutschland. Ja.
Zum Beispiel, der eine ist im Justizpalast in München. Ja, und wenn man jetzt schaut, den Vatikan in Rom, haben wir wieder Staat, Kirche, Phallus. Das passt alles zusammen, und wenn man diese Teile nimmt, dann hat man diesen Kreis, der sich schließt, und erkennt dann wirklich, wer das alles steuert. Und die Römer brachten 13 Obelisken aus Ägypten nach Rom zum Zeichen ihrer Macht. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, Asterix und Obelix, der Obelix mit seinem Hinkelstein. Obelix kommt von Obelisk, und den Stein, den er trägt, das ist der Obelisk. Ja? Und der größte Obelisk ist in Washington, wurde von der Freimaurerei gestiftet, und das Zeichen der Freimaurerei ist der Phallus, genau. Und welchen Gott haben die alle miteinander? Freimaurer, Staat, Kirche, sie haben denselben Gott. Er hat nur verschiedene Namen, ja. Es ist der alttestamentliche Jahwe, es ist der Teufel. Und so schließt sich der Kreis wieder, genau. Und in Washington, dieser größte Obelisk wurde von der Freimaurerloge gegründet, und im Inneren des Obelisken befindet sich eine Statue von George Washington, der auch ein Freimaurer war. So viel zum heutigen Teil. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert und freue mich. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch dann wieder wie immer Gottes Segen.